Wie kilten wir einen großen Kilt auf einer kleinen Maschine? Wenn ihr das gerne wissen möchtet, bleibt einfach dabei. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke. Schön, dass ihr da seid. Wie passt diese Menge Material in diese kleine Öffnung? Das kriegen wir hin. Zunächst einmal brauchen wir dafür einen großen Kilt. 3 Lagen, wie bekannt. Die mittlere Lage, unser Vlies, lassen wir ein ganzes Stück länger. Wir stecken unser Sandwich zusammen, aber nur über eine Breite von ca. 25 bis 30 cm. Wir brauchen ein paar zusätzliche Nadeln und ein paar Jersey-Stoffstücke. Unser Kilt-Top rollen wir auf und stecken das mit den Jersey-Stücken zusammen. Wir möchten, dass diese Rolle beim Kilten nicht auseinanderfällt. Die mittlere Vlieseinlage schlagen wir einfach zur Seite. Die untere Stoffbahn wird ebenfalls aufgerollt. Und mit den Jersey-Stoffstreifen gesichert. Wir schlagen den unteren Stoff zur Seite, nehmen eine Schneidematte und legen nur die Vlieslage über die Schneidematte. Beide Stoffseiten, sowohl der Unterstoff als auch das Kilt-Top, sind zur Seite geschlagen. Jetzt schneiden wir unsere Vlieseinlage einfach ab. Wir lassen 5 bis 10 cm überstehen. Versenke den Untertransport an deiner Nähmaschine und setze ein Stofffüßchen ein. Nun kannst du deinen Kiltanfang unter deine Maschine schieben. Hole den Unterfaden nach oben und sichere den Nahtanfang mit ein paar Stichen. Wir nehmen alle 3 Stoffbahnen in die rechte Hand und auf der linken Seite tun wir das Gleiche. Wir kilten in Bahnen von ca. 10 cm Breite. Bei eurem eigenen Kilt müsst ihr überlegen, wie ihr dieses Motiv unterteilen könnt, damit ihr das in einzelnen Bahnen gut kilten könnt. 10 cm Breite deshalb, ich brauche einen Freiraum, um meine rechte Hand unter der Maschine bewegen zu können. Wenn ich meinen Kiltabschnitt zu breit wähle, bleibe ich an meiner kleinen Aussparung unter der Maschine hängen. Schaut, wie breit kann euer Abschnitt werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euren Kilt unter der Maschine führt. Ich habe hier einfach mal ein paar Mal umgegriffen. Probiert für euch aus, seht, was geht. Die Arbeitsfläche, auf der wir kilten, ist auch sehr klein. Das kann aber auch hilfreich sein. Wir können am Ende unserer Arbeitsfläche einfach mal die Daumen um die Kanten legen. Das gibt uns die Möglichkeit, eine sehr schön gerade Linie zu kilten. Das ist ein Vorteil bei einer kleinen Maschine.
Am Ende unserer Bahn angekommen, können wir den Faden entweder verriegeln oder wir nähen einfach aus dem Kilt heraus. Unsere erste Bahn ist gekiltet. Hey! Machen wir gleich mit der zweiten weiter. Wir bleiben bei dem gleichen Prinzip. Wir halten alle 3 Stoffbahnen in beiden Händen. Wir haben Raum, um unsere Hand unter der Maschine zu bewegen. Denn wir haben ja nicht diese große, massige Menge, weil wir unser Vlies ja zurückgeschnitten haben. Wir kilten bis zum Ende durch und verriegeln den Faden oder lassen ihn auslaufen. Jetzt ist der Moment gekommen, um unser Vlies wieder zu verlängern. Wir schlagen unseren Unterstoff zurück und sichern den Unterstoff mit ein paar Nadeln. Wenn wir gleich schneiden, wäre das gut, wenn unser Unterstoff am Stück bleibt. Wir nehmen unser großes Stück Vlies und legen das überlappend auf unser kurz abgeschnittenes Vlies. Sichern das Ganze mit Klammern und schneiden nun in Wellen durch beide Vlieslagen. Wir schneiden in Wellen durch beide Vlieslagen, damit wir, wenn unser Kilt fertig ist, den Anschein erwecken, dass wir eine durchgehende Vlieseinlage verwendet haben. Wir lösen die Nadeln im Unterstoff, sodass wir diesen wieder zurückschlagen können. Wir bereiten den nächsten Kiltabschnitt vor. Das heißt, wir lösen jetzt die beiden Jersey-Stücke, rollen unseren Stoff ein wenig aus, sodass wir weiter arbeiten können und den Rest der Rolle spannen wir wieder in unsere Jersey-Stücke ein. Wir legen unser Vlies auf den Unterstoff und legen beide Vlieswellen so gegeneinander, dass sie sich gut ineinander schieben. Legen sichernd unser Kilt-Top darüber und stecken es direkt fest. Kontrolliert die ganze Bahn gut durch, dass sich die Welle schön legt. Nun haben wir wieder die gleiche Situation wie am Anfang. Wir schlagen unseren Oberstoff zurück, wir schlagen den Unterstoff zurück und wir schneiden unsere Vlieseinlage einfach ab. Unser Kilt-Top rollen wir wieder zusammen, so dass wir das gut handhaben können. Wir legen unser Sandwich wieder aus, soweit wir das vorbereitet haben, und legen das erneut unter unsere Maschine. So gehen wir Stück für Stück weiter vor den ganzen Kilt durch. Ich kilte hier jetzt einfach weiter. Euch wünsche ich viel Vergnügen beim Ausprobieren. Wenn es euch gefallen hat, liked, teilt und abonniert, das würde mich wirklich sehr freuen. Und ansonsten denkt daran, was immer passiert, einfach weiter nähen. Bis zum nächsten Mal.